Willkommen zu einer neuen Folge Neuland Stories. Die letzten Wochen waren für uns alles andere als ruhig. Wir waren viel unterwegs. Naja, eigentlich sind wir das ja immer, aber diesmal standen die Menschen, Begegnungen und Nähe zu unserer Community im Vordergrund. Wir waren auf Campertreffen, haben eigene organisiert, Partner getroffen, Freunde wiedergesehen, YouTube-Kollegen und natürlich auch viele von euch aus der Community. Und genau das hat die letzte Zeit so besonders gemacht. Der Austausch. Momente voller Lachen, Feiern, lange Gespräche am Lagerfeuer, über das Hier und Jetzt, aber auch über die Zukunft. All das gibt uns unglaublich viel, aber wir haben auch gemerkt, so schön das alles ist, wir sind ganz schön müde, voll von Eindrücken. Deshalb braucht es jetzt eigentlich eine Pause, ein bisschen Abstand, Ruhe und Zeit für uns. Wir nehmen euch mit in eine kurze Ruhephase, die aber schon bald zu etwas ganz Spannendem führt. Denn während wir eigentlich schon Pläne gemacht haben, halten wir es weiterhin einfach mal spontan. Und genau daraus entsteht unsere nächste überraschende Entscheidung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist quasi ein paar Tage später. Wir haben das Wochenende in München bei Sarah und Tomislav verbracht und sind jetzt so langsam auf dem Rückweg. Sind jetzt auf der Höhe von Augsburg und stehen hier an dem Kuhsee. Hier ist ein 24-Stunden-Parkplatz und hier ist es richtig herrlich. Hier kann man so schön spazieren gehen und alles ist im Grün. Ziemlich entspannt und genießen jetzt einfach ein bisschen die Ruhe, die Morgenluft und machen uns gleich ein warmes Getränk, um den Tag zu starten. Aber erstmal noch eine Runde hier mit Peps entlang. Es war eine richtige herrliche Runde um den See. So schön, wie jetzt immer das Gewässer morgens dampft und ja, es ist einfach echt ein bisschen frisch geworden. Der Herbst kommt, aber ich freue mich richtig auf die Jahreszeit. Dieses Video wird von BetterHelp gesponsert, einer Plattform für psychologische Online-Beratung. Die letzten Wochen bzw. Monate war einfach richtig viel los bei uns. Super viel Veränderung, ganz viele Camper-Treffen, Menschentreffen, Messen und jetzt habe ich einfach in den letzten Tagen gemerkt, wie mein Akku so richtig leer ist. Körperlich kann ich mich jetzt ganz gut erholen, aber auch mental braucht der Kopf zwischendurch einfach auch mal eine Pause. Jetzt geht so langsam der Alltag wieder für uns los. Wir haben neue Aufgaben mitgenommen. Wir switchen wieder in eine neue Routine.
Und da merke ich jetzt gerade schon echt am Morgen, wie mein Kopf schon voll ist, bevor der Tag überhaupt gestartet ist. Genau da setzt BetterHelp an, eine Plattform für psychologische Beratung online. Du kannst also flexibel entscheiden, wie du mit deinem Berater, deiner Beraterin kommunizierst, egal ob per Video, Telefon oder Chat. Und nach ein paar Fragen am Anfang wirst du dann mit jemandem gematcht, der zu deinen Bedürfnissen passt. Und wenn es dann eben einfach mal nicht passt, kannst du einfach wechseln, ohne zusätzliche Kosten. Über 5 Millionen Menschen haben die BetterHelp-App schon benutzt und die Live-Sessions sind mit über 4,9 Sternen bewertet und das bei 1,7 Millionen Reviews. Gerade in so pulsierenden Phasen im Leben, wo super viel los ist, funktioniert man einfach irgendwann nur noch und dann ist es umso wichtiger, dass man Momente hat, wo man mal innehalten kann und ja, den Kopf frei bekommt. Und genau da kann BetterHelp dir helfen. Die Online-Beratung hilft dir, deine Gedanken zu sortieren, Muster zu erkennen und Strategien zu erarbeiten, damit man nicht einfach nur durchhält, sondern längerfristig ausgeglichen ist. Falls du dich also schon mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinandergesetzt hast oder vielleicht auch noch gar keinen Zugang dazu gefunden hast, bietet dir BetterHelp auf jeden Fall unkompliziert Hilfe. Klick einfach den Link unten in der Beschreibungsbox oder geh einfach direkt auf www.betterhelp.com/neulandstories und spar 10% auf deinen ersten Monat. Das war doch jetzt ein schöner, entspannter, ruhiger Morgen. Der Spot ist auch echt herrlich, bis auf ein paar Spaziergänger und andere Besucher von dem See sind wir auch echt alleine. Und machen uns jetzt noch eine Kleinigkeit zum Frühstücken. Vielleicht am Laptop noch ein paar Sachen und dann, glaube ich, brauchen wir sowieso besseres Internet. Und gucken mal, ob wir vielleicht noch nach Augsburg reingehen. Heute nur Standing Kitchen. Snack Kitchen. Mann. Brotzeit ist sowieso am besten. Findest du das auch? Ja, wenn man dann sitzen kann. Wir sitzen halt noch genug. Ja, stimmt. Und du riechst nach Lagerfeuer. Das ist nicht schön. Bode Van Life. Vielleicht fahren wir doch mit dem Van einfach ins Süden. Was hältst du davon? Irgendwie ist es kalt. Irgendwie frieren wir heute alle und das ist uns eingefallen, wir haben ja eine Standheizung. Wir machen jetzt das erste Mal, seit wir zurück sind, wieder die Standheizung an. Wir haben sie viel zu lange nicht angemacht. Eigentlich sollte man sie so einmal im Monat, einmal alle paar Monate wenigstens mal laufen lassen. Sollen wir sie anmachen? Licht. Kommt warme Luft. Stimmt, mit bisschen Panamerikaner-Staub, aber scheint noch zu funktionieren. Check. Check. Für den Holzofen. Die Zeit verging schon wieder wie im Flug hinterm Laptop. Kennen wahrscheinlich die meisten bei der Arbeit. Deswegen packen wir jetzt schnell zusammen und dann schlendern wir einfach noch ein bisschen durch die Stadt und gucken, ob wir uns was Gutes tun können. Das bedeutet, Svenny will in einen Café was Gutes tun. Da können wir bestimmt auch noch mal WLAN zocken. Ja, das stimmt. Also Laptop nicht vergessen. So, let's fett. Mütze wieder auf, doch ziemlich kalt. Gucken wir mal, wie wir in die Innenstadt kommen.
gar nicht mal so einfach, hier einen Parkplatz zu finden. Hier gibt es meistens nur Parkhäuser und Parkgaragen oder Tiefgaragen. Wollen wir hier rechts nochmal gucken? Hier waren ja eben Womus drin in der Straße. Hier rechts direkt? Ja, wahrscheinlich auch Anwohner, ne? Kann sein. Und es ist ziemlich gut für Anwohner geregelt, also sehr gut für Anwohner. Guck. Ja. Soll ich gucken? Guck halt, ja. Aber deswegen dauert es gerade ein bisschen länger hier. Und hier stehen ja voll viele. Fahr mal mit dem Zug. Hier stehen voll viele. Ist die Box aus? Let's go, Paps. So, wir haben es geschafft und wir sind eigentlich nicht weit entfernt von dem bekannten Wahrzeichen von Augsburg, weil sobald Augsburg fällt, fällt ja auch theoretisch direkt Puppenkiste. Die ist hier direkt ums Eck und da laufen wir jetzt mal vorbei. Tut auf jeden Fall nochmal richtig gut rauszukommen. Es war generell heute ein sehr grauer Tag. Der Herbst ist auf jeden Fall angekommen in Deutschland. Und im Van ist es dann auch echt düster. Vor allem, wenn man dann am Laptop sitzt irgendwie und arbeitet. Und ja, deswegen tut es jetzt voll gut, nochmal rauszukommen. Die Cafés haben zwar schon zu, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach aus dem Café ein Restaurant zu machen. Und richtig essen zu gehen. Und nach der Puppenkiste finden wir hoffentlich jetzt auch noch die schönen Ecken von Augsburg. Das Wetter wird leider immer ekliger. Es ist so ein richtig kleiner, fieser Nieselregen. So ein Dunstregen hat angefangen. Aber wir schlendern jetzt hier gerade noch mal richtig schön durch die Altstadt und versuchen, so schnell wie möglich zum Restaurant zu kommen. Schon fieses Wetter. Ja, ist voll schade, weil Augsburg, glaube ich, echt schön ist. Und ja, wir haben jetzt aber auch Hunger und wollen im Trocknen sein und hoffen einfach, dass nachher auf dem Rückweg der Regen wieder ein bisschen, oder der Niesel ein bisschen aufgehört hat. Bei dem fiesen Wetter haben wir richtig Lust auf was Warmes, Wärmendes. Und zwar entweder eine Suppe oder ein Curry. Und deswegen gehen wir zum Vietnamesen. Das komisch in Apfelschorle zu trinken und Minze dazu zu riechen. Das sieht richtig lecker aus und ist genau das Richtige. Heiße Suppe bei kaltem Wetter, heißes Curry. Einfach schon so lange nicht mehr gegessen. Lecker. Oh, schmeckt so gut.
Wir sind schnell in den Van geflüchtet, weil das Wetter wurde leider nicht besser. Es war aber richtig, richtig lecker im Restaurant. Wir hatten einen schönen Abend und ja, sind jetzt auch schon losgefahren. Suchen uns jetzt noch ein Plätzchen außerhalb von Augsburg und dann melden wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist so ein schöner Herbstmorgen. Kalt und sonnig und wir haben die Sonne wiedergefunden. Es ist einfach richtig, richtig schön. Es hat im Süden von Deutschland einfach so doll geregnet und wir sind ein ganz schönes Stück gefahren. Wir sind nämlich schon kurz vor Hamburg und wenn nicht wo erholen, dann in unserer absoluten Lieblingsstadt. Und irgendwie sollte es so sein, dass das Wetter hier im Norden einfach ultra, ultra schön ist, während es im Süden einfach zu 100% regnet und klatschnass ist. Und ja, hier beginnt jetzt quasi für uns der goldene Herbst. Das ist richtig, richtig schön. Hier in unmittelbarer Nähe, 10 Minuten zu Fuß oder 15 Minuten zu Fuß von unserem Parkplatz entfernt, ist übrigens der größte Rangierbahnhof Europas und der zweitgrößte der Welt. Und ja, es sind nur noch wenige Minuten zu Fuß dahin, deswegen auch die Geräusche im Hintergrund. Und ja, it happened to be, dass der größte Rangierbahnhof Europas hier im Seevetal in Maschen ist. Früher bin ich da jede Woche dran vorbeigefahren und ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal hin und gucken uns das an. Leider ist die Brücke, die über den Rangierbahnhof führen würde, gerade eine Baustelle und man kommt da zu Fuß gar nicht hin und auch nicht mit dem Auto. Ja, deshalb kann ich euch das jetzt gerade gar nicht so zeigen. Wir beenden jetzt einfach noch die Runde um den See und genießen das herrliche Wetter. Und dann wartet Basti hoffentlich schon mit einem heißen Kaffee und Tee auf uns. Wieder zurück am Van und ich kann meinen Augen nicht trauen. Was soll das denn heißen? Es gibt tatsächlich schon Kaffee. Noch nicht ganz. Das ist der perfekte herbstliche Morgen. Ja, stimmt. Ich bin froh, dass wir in den Norden gefahren sind. Habe ich auch schon gesagt. Aber man muss halt einfach dahin fahren, wo die Sonne scheint. Und wenn es dann ausgerechnet auch noch unsere Lieblingsstadt Hamburg ist, was sollen wir da nur machen? Ja. So ein Ärger. So ein Ärger. Und es hat gestern auch einfach erst ab Hannover aufgehört zu regnen. Ja. Also, ja. Good choice. Nur die HSV-Mülleimer stören mich hier ein bisschen. Die 2 Tage jetzt einfach so für uns, das tat jetzt mal so richtig gut. Auch wenn es viel auf der Straße war. Ja, das stimmt. Aber das sind wir ja gewohnt. Ja. Wir können gar nicht anders. Können wir noch anders? Wir leben auf der Straße. Wir haben uns auch soeben ein paar Fakten zu dem Rangierbahnhof ergoogelt. Und zwar bis zu 4000 Waggons können hier neu, wie nennt man das, strukturiert, umgeparkt werden und zu einem neuen Güterzug zusammengestellt werden. Täglich. Bis zu 4000 Waggons. Es sah zwar eher aus, als wäre nichts los, aber ich glaube, wenn man da einen Zeitraffer aufstellen würde, würde es da abgehen. So, wir machen uns direkt mal auf den Weg in die Stadt und genießen einfach ein bisschen den sonnigen
Herbsttag. Öl. Ein To-Do haben wir noch, bevor es losgeht. Wir müssen unserem durstigen Groot mal wieder ein bisschen Öl nachkippen. Ich weiß nicht, warum wir uns immer noch keinen neuen gekauft haben. Ein bisschen Öl auf die Schrauben. Wir sind hier im Übrigen bei einem Sample Sale. Da gibt es so ein bisschen Funktionsklamotte, so keine Ahnung, Merino-Shirts und sowas für relativ wenig Geld, so 70% Rabatt, 80% Rabatt. Das haben wir schon mal vor 7 Jahren gemacht. Da haben wir für unsere Weltreise damals ein bisschen eingekauft. So langsam ist aber das ein oder andere Teil ein bisschen kaputt. Und das ist nur einmal im Jahr. Oder zweimal? Zweimal im Jahr. Und da haben wir gedacht, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir das nochmal mit und gucken, ob wir das ein oder andere Shirt bekommen. Falls ihr auch mal an sowas Interesse habt, das ist nämlich echt richtig cool, dann kommentiert mal unter dem Video mit spektakulär, das Wort spektakulär, und dann sagen wir euch mal, wo in Hamburg es diesen Sample Sale zweimal im Jahr gibt. Ja, das wollen wir verraten. Wollen wir es nicht verraten? Nee, ist schon gut. Und meinst du, dann, Okay. dann kaufen uns die ganzen Teile weg, Ja, ne? wir sind ja sowieso nur so selten da. Wir sind wirklich selten da, alle 7 Jahre. Ja, aber wenn ihr mal irgendwie da in der Nähe seid, irgendwie in Hamburg an dem Tag, das ist echt cool. Man kriegt super, super gute Klamotte für sehr, sehr, sehr kleines Geld und kann da vielleicht mal eine Skiunterwäsche oder eine neue Winterjacke oder sowas. Merino-Teile. Genau, oder wie wir so Merino-Unterwäsche, die ist wirklich absolut genial. Ja, Werbung, Ende. Nur, ne, ist ein kleiner Geheimtipp, ist eigentlich nicht schlecht. Also spektakulär, unten in die Kommentare und ihr kriegt den Standort. Los, los, los! Wir haben 2 Stunden. Mehr können wir uns nicht leisten. 7 Euro. 3,50 pro Stunde. Los geht's. So, 2, 3 Sachen haben wir gefunden. Nicht viel, aber das, was wir wollten. Lange Unterwäsche, Merino haben wir gefunden und war wieder richtig gut. Ich, Glücklicher, habe auf dem Weg zurück bei der Speicherstadt Kaffeerösterei vorbeigeguckt und habe jetzt hier noch einen Kaffee to go. Und jetzt, wir bleiben gar nicht lange in Hamburg City, weil, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, nach den 2, 3 Tagen Pause geht es für uns schon direkt weiter. Also Pause im Sinne von Pause von Menschen.
So, wir sind an unserem Ziel angekommen. Wir sind in Rendsburg, ganz im Norden, bei Kiel, auf der Caravan & Co. Mal wieder auf einer Caravan-Messe. Aber diesmal sind wir nicht wegen der gesamten Messe hier, sondern es gibt dort das Vanlife Village und das wird veranstaltet von den Busbastlern. Da wo wir auch damals schon mal einen Kfz-Workshop, bevor wir nach Kanada aufgebrochen sind, gemacht haben. Und das wollen wir uns gerne mal angucken. Da gibt es ganz viele Vorträge über verschiedenste Sachen, über Reisen, über Hilfetipps zum Van. Und das finden wir ziemlich cool. Das wollen wir uns mal angucken. Dazu gibt es viel Live-Musik, es gibt Lagerfeuer, es gibt was zu essen. Und ich glaube, das könnte richtig cool werden und irgendwie 2, 3 richtig nette Tage. Und da freuen wir uns drauf. Das war ein langer Messetag, aber es war richtig, richtig, richtig schön. Die Caravan & Co. ist ja überraschend, wie soll man sagen, bunt. Vor allem mit dem Nordic Vanlife Village, wo super viele ihre selbst ausgebauten Vans ausstellen. Finden wir mega genial und genau so ein Bereich braucht einfach auch eine Messe, dass Menschen, die gerne einen Van selbst ausbauen wollen, sich Inspiration holen können, sich mit Menschen austauschen können, die mit ihren Vans unterwegs sind, die vielleicht sogar Vollzeit im Van leben. Und ja, wir haben auch einfach richtig, richtig coole Gespräche geführt, haben ein paar von unserer Community getroffen, das war auch richtig nett und haben aber auch so hier vor Ort richtig tolle Kontakte knüpfen können. Hat sich also für uns mega gelohnt, hier hochzukommen. Und ja, wir sind einfach gespannt, was sich daraus in Zukunft so entwickeln wird. Und ja, wir sind froh, dass wir uns so ein bisschen überwunden haben, aus der doch eher Ruhephase, in der wir uns befunden haben, nochmal irgendwie Vollgas zu geben und hier in den Norden zu kommen. Und ja, wer weiß, was wir hier noch Schönes machen können, auch hier oben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr uns begleitet, unsere Reisen, unsere Ups und Downs, unsere Projekte hier in Deutschland. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst doch ein Abo da, darüber würden wir uns riesig freuen und das unterstützt unsere Arbeit. Liked das Video fleißig und man kann ja Videos jetzt mittlerweile auch hypen. Unten in den Kommentaren einmal zur Seite wischen und hypen oder oben in den Aktionen, die man auswählen kann. Und ja, das Support-Herz in den Kommentaren natürlich nicht vergessen. Das Emoji der Woche ist ein Smiley mit Herzchen drumherum, einfach so für das Wohlsein. Und ja, danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Ende.